meine lieben Zimtschnecken da draußen. Oh Mann, ich bin so ein Schleimer. Ich bin aber auch ein bisschen hibbelig, weil ich habe ganz schön viel Espresso heute getrunken. Wahrscheinlich liegt es daran. Auf jeden Fall könnte es auch daran liegen, dass ich jetzt gleich ein anderes Auto mitnehme. Ich lasse jetzt meinen GTI hier stehen und bekomme übers Wochenende mal wieder ein schickes Auto zum Testen. Welches das ist, seht ihr auf jeden Fall gleich. Ich gehe jetzt erstmal rein und suche den Micha, ihr freundlicher Mercedes-Händler, der jetzt mir das Auto rausgibt. Dann, ja, zeige ich euch, was ich gleich mitnehme. Was voll das Labyrinth hier. So, da sitzt mein lieber Mercedes-Händler hier, der Micha. Was gibst du mir denn heute Feines mit? Ja, wir haben ja gesagt, du wolltest ja mal den neuen E63 fahren und wolltest auch mal die Capusso-Anlage testen. Und das konnten wir jetzt mal möglich machen, dieses Wochenende. Caprisso, das heißt schön laut. Das heißt noch ein bisschen lauter als schön laut Serie. Was habt ihr sonst noch hier Feines rumstehen? Ist hier irgendwie was Interessantes? Ja, das sind die zwei G-Klassen, die ich Ui. Die sind einfach so riesig. Der Radkasten ist schon fast so hoch wie ich. Das stimmt. Wie groß ist so ein Auto? 250. Nicht schlecht. Na, ein E500 Sondermodell V8 Edition und ein S500 Coupé in der Farbe Alubeam für 26.000 € Aufpreis. Wieso? Gibt es nicht ab Werk für das Modell und Die Farbe oder was? genau, aber man kann Also wir sprechen von dem, also den das, dritten was so aussieht, wie so hinten. ein bisschen Rentner. Genau, das ist aber Wie viel kostet die Farbe auf Preis? 26.000 €. Aber es ist Silber. Und warum jetzt aber dieses Silber? Also Weil ich meine, das ein speziell aufwendig produziertes Verfahren ist. so Verkäufersprache hier, speziell aufwendig. Wenn man da natürlich genau hinsieht, sieht man halt schon, dass das vom Fahren. Ja, sieht ein bisschen goldiger aus. Du hast halt nicht so einen Perleffekt wie bei den 0815 Lackierungen. S63 in Rubin Schwarz, was eigentlich eher rotbraun ist. Rubinschwarz. Ich guck mal, ja, man kann schon so ein bisschen erkennen. S63 Facelift, aktuelles Modell. Das Facelift habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. Was ist daran jetzt anders? Scheinwerfer und so? Scheinwerfer, genau. Wir haben jetzt hier, bei den anderen Modellen haben wir jetzt hier so 3 Fackeln. Ja. E-Klasse hat 2, C-Klasse hat 1. Leuchten die auch alle beim Tag Verlicht? Genau. Diese 3? Ganz Okay. genau. Und die blinken auch. So, da steht er, ne? Ja. Schick, schick. Matt-Schwarz sieht man aber auch immer seltener, ne? Also ich muss sagen, Matt-Schwarz war ja eine Zeit lang richtig in. Dann war es eine Zeit lang wieder richtig out. Jetzt ist Farbe wieder in so Jetzt, matt chromrot oder ja, sowas. aber ich finde das nicht schlecht eigentlich, weil das ist ja auch nicht mehr dieses ganz matte, das ist ja so mit so einem Glanz, ne? Das ist ja auch der Edition 1, bei dem ist ja serienmäßig das matt grau Selenit. Gegen Aufpreis 3.000 € gibt es dann das matt schwarz. Oh, wie günstig. Na? Ja, jetzt musst du mir aber einmal schon mal das Auto anmachen. Erstmal Soundcheck hier. Stell mich mal hier hinter das Band. Ordentlich, ne? Gut, der hat jetzt keine Downpipes, weil das ist ein bisschen aufwendiger bei den neuen Turbomotoren. Okay. Das heißt, es ist jetzt wirklich nur Endschalldämpfer. Ist das direkt von Mercedes auch so, also montieren die das auch so, wie das jetzt ist? Oder? Nee, das macht Capusso und so, dann ja. Okay, wie läuft das bei Mercedes so garantiemäßig? Weil bei Porsche darfst du ja gar nichts dran verändern, ne? Mercedes ist da je nach Händler sehr kulant. Okay, das ist schon mal ein Pluspunkt für Mercedes. Ja. Alles, was man nicht an der Motorsteuerung macht, und Auspuff gehört da ja nur bedingt zu. Tja, es gibt ja einen Driftmodus, wo man den Vorderradantrieb abschalten kann. Hast du den schon ausprobiert? Nee, weil... Weil? Nee, weil lieber nicht. Was mir jetzt gerade gar nicht aufgefallen ist, das sind ja Klappschalensitze, die wir hier drin haben. Und viel Platz. Sogar mit Belüftung. Gab es vorher auch nicht bei Mercedes. Die Sitze? Mit Belüftung. In der C-Klasse gibt es ja auch die Performance-Sitze, aber nicht in Verbindung mit Belüftung. Okay. Was hat der hinten so am Platz? Ja, da kann ich schon so eine Matratze drin transportieren. Finde ich schön leicht hier, die Kofferraumklappe. Dann steige ich mal ein, nimm den mit. So. Wow, Leute, das Auto ist schon mal riesengroß. Allein der Platz zwischen den beiden Fensterscheiben. Also das ganze Interieur ist schon sehr, sehr hochwertig gestaltet. Und wir haben ein Panoramadach
sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, das Auto gefällt mir von innen schon mal sehr gut. Jetzt stelle ich mir aber erstmal so die Sitzposition hier ein. Ich bin ja schon ein kleines Persönchen, ne? Lenkrad, natürlich alles elektrisch. Da ist auf jeden Fall der Startknopf. Und wir haben ein paar Fahrassistenzsysteme. Und hier nochmal viele Großablageflächen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt noch gar nicht über das Auto informiert, weil ich mir dachte, ich mache jetzt einfach mal ein Video, wie ich wirklich einfach das Auto selber kennenlerne und ihr das Auto quasi mit mir zusammen kennenlernen könnt. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal zusammen an. Hier eine sehr coole Uhr auch. Und wie ihr wisst, wie der Micha gerade erzählt hat, wir haben eine Capristo-Anlage drunter. Das wird auf jeden Fall gleich mega Spaß machen. Wir machen erstmal die Karre an. Wow, gefällt mir wirklich sehr gut. Aber was mir halt am meisten gefällt, ist wirklich der Sound. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach los, weil, ja, am besten kann man ein Auto testen, wenn man es fährt, oder? Und wir haben hier wieder die Schaltung am Lenkrad. E-Klasse ist mir einfach zu groß, weil ich muss halt ja schon ein bisschen kompaktere Autos fahren. Einfach aus dem Grund, weil ich kein großes Auto brauche und vor allen Dingen, weil, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es ist ja schon doch noch immer schwieriger, einen Parkplatz zu finden mit so einer riesen Karre. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Es ist halt einfach so. Ich finde es halt mit einem Golf besser eine Parklücke rein als mit so einer E-Klasse. Es ist halt ein Schiff, aber dieser AMG-Sound, der ist einfach nur mega geil. So, ich bin gerade mal zu Hause und hole jetzt den Mann hinter der Kamera ab, damit ich nämlich mal gescheit hier ein bisschen was filmen kann, weil vieles kann ich heute nicht alleine machen. Doch zunächst, warum es hier so dunkel ist in der Garage, ich möchte euch mal kurz das Interieur zeigen vom Wagen. Ist auch übrigens sehr cool, das Licht, wenn das erstmal so anfängt so zu leuchten. Wenn ich das Auto aufmache, seht ihr diese indirekte Beleuchtung hier. Ich kann jetzt zum Beispiel die Farbe einstellen. Jetzt seht ihr, wie sich die Farbe wechselt. Das mag ich ganz besonders, das Blaue. Guckt auch mal hier. Leuchtet hier unten leuchtet auch noch mal ein bisschen was. Und man sieht, das ist so eine Farbkombination jetzt aus diesem Blau und dem Gelb. Das wechselt irgendwie. Also jetzt ist es hier oben blau, jetzt ist hier unten gelb. Fire Red. Purple Sky. Ist auch schön für uns Frauen. Das ist mal eine coole Spielerei. Ich würde sagen, wir drehen jetzt mal eine Runde, ne? Ja, okay. Wir fahren jetzt auf die Autobahn. Ich schalte auch schon mal direkt in den Sport Plus Modus. Und guck mal, was das Auto so zu bieten hat. Wow. Ganz schön harte Kiste. Ja. Man merkt, das Biest will sofort los. Ist gar nicht mehr zu bändigen hier. Aber dieser Sound, hört ihr mal den Sound an jetzt. Der E63S ist im Normalfall bei 250 km/h abgeriegelt. Mit dem AMG Drivers Package schafft er aber auch 300. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der hier das Drivers Package hat. Probier es einfach mal aus, oder? Ja. So, ich bin jetzt bei 250, 253, 55, 59. Also der hat das Drivers Package. Die Straßen sind noch ein bisschen nass, ich traue mich gerade nicht schneller. Und der macht Spaß, allein des Sounds schon wegen. Man spürt dieses Auto einfach. Und der E63S hat 612 PS. Das muss man erstmal so sacken lassen, wenn man das hört. 612 PS ist schon echt ganz schön viel. Das Auto wiegt ca. 1,9 Tonnen, merkt man aber nicht bei dieser PS-Zahl eben.
ganz so flach wie in jetzt einem Sportwagen. Und irgendwie fühlt man diese Geschwindigkeit gar nicht so. Also außer, dass man halt eben doch schon durch die G-Kräfte in den Sitz gepresst wird. Der hat eine Beschleunigung, das ist einfach Wahnsinn. Der E63S ist übrigens die jetzt vom Werk aus stärkste E-Klasse, die gebaut wurde. Und auch mit einer der stärksten AMGs überhaupt. Ich sage extra mit, weil es gibt mit den 65ern dann eben noch die 630 PS. Das ist dann der S, der G und der SL 65, wenn ich mich nicht täusche. Aber darunter liegt dann eben schon das gute Schätzchen hier. Es ist zwar ein Riesenschiff, aber man kann damit echt gemütlich reisen. Und man kann trotzdem Spaß haben, man kommt sehr sportlich von A nach B. Und wenn ich jetzt in den Komfortmodus schalte, bin ich aber auch sehr komfortabel unterwegs. Dann ist das Auto auch leiser, ich kann die Klappen ja auch zumachen. Das Auto ist ja dank der Capristo-Anlage auch noch mal einen Tacken lauter als serienmäßig. Wir fahren jetzt mal gleich erstmal irgendwo hin, stellen das Auto hin und gucken uns erstmal das ganze Interieur an und gucken, was das Auto noch so zu bieten hat. Aber jetzt muss ich gerade ein bisschen genießen. Ich hoffe, ihr auch. So, ihr habt mir auch ein paar Fragen gestellt, was euch so interessiert hat an dem Auto. Und die werde ich euch natürlich auch gleich noch beantworten. Unter anderem wurde auch das Thema einmal Launch Control und einmal Drift Mode angesprochen. Und ich suche jetzt nach einem geeigneten Platz, wo wir das Ganze mal ausprobieren können. Ich kann nichts versprechen, es ist wirklich schwierig, sowas irgendwo zu machen. Man braucht wirklich einen geeigneten Platz dafür. Ich bin ja selber gespannt drauf. Oh, ich wollte eigentlich hier rausfahren. Aber es macht mir so Spaß, ich fahre einfach noch bis zur nächsten Ausfahrt. So, kommen wir zu einer Frage von euch, und zwar, wie alltagstauglich das Auto ist. Man kann eigentlich jedes Auto alltagstauglich fahren, je nachdem, was man für Ansprüche hat. Aber Platz ist hier schon mal ohne Ende, wie man sieht. Kann man hier auch mal gemütlich ein Nickerchen halten und einfach mal chillen im Kofferraum. Wer das aber nicht unbedingt möchte, kann ja auch gerne ein paar Bierkisten hinten reinstellen. Und ich habe das Ganze ja schon ein bisschen jetzt gefahren und getestet. Also man sitzt wirklich bequem im Auto. Man hat hinten viel Platz, man hat vorne viel Platz. Spritverbrauch ist so lala, je nachdem auch, wie man fährt. Also da ich ja immer so einen Bleifuß habe, verbrauche ich auch dementsprechend viel Sprit. Also ich würde sagen, Alltagstauglichkeit auf jeden Fall bestanden. Wir haben ja eine Limousine, wir haben eben keinen irgendwie Zweisitzer mit einem Käfig hinten drin oder so. Von daher das perfekte Auto für den Alltag. Also hinten hat man unglaublich viel Beinfreiheit. Ich bin zwar eine kleine Person, aber auch eine große Person hätte hier hinten unglaublich viel Platz. Das ist halt der Edition One. Das zeichnet sich auch eben unter anderem dadurch aus, dass wir hier diese ganzen gelben Ziernähte haben, dass wir viele Verkleidungen in Leder haben. Zusätzlich haben wir halt diese Sportsitze oder Schalensitze, würde ich schon eher sagen, in denen man einen echt guten Halt hat. Also ihr seht auch vorne wirklich viel Platz. In Schalensitzen passen auch, denke ich mal, ein bisschen korpulentere Personen rein. Also man hat hier wirklich einen festen Halt. Wenn ich jetzt so, normalerweise fahre ich ja so, sitze ein bisschen näher am Lenkrad und habe die Arme dann auch nah bei meinem Körper und dann falle ich nicht so nach links und rechts wie jetzt bei einem normalen Sitz. Und das ist eigentlich ganz gut bei einem Wagen, der sich schon etwas sportlicher fortbewegt. Da sollte man auch ein bisschen festeren Halt im Sitz haben. Was jetzt auch neu ist im E63 ist das sogenannte Widescreen Cockpit. Das Ganze besteht aus, so wie es aussieht, einem Display. Wir haben aber zwei Displays, zwei 12,3 Zoll große Displays hier verbaut. Wenn man mal die Zündung anmacht, kann man das auch ganz gut erkennen. Was noch vielleicht interessant ist zu sagen, ich kann beide Displays auch am Lenkrad steuern. Und zwar mit diesen Touchpads hier. Einmal hier links kann ich zum Beispiel hier einige Sachen einstellen, wie man das jetzt vielleicht so erkennen kann. Ich kann jetzt auch hier einstellen, ob ich das Navigationssystem sehen möchte oder das Datum oder irgendwas anderes. Hier rechts tut sich jetzt auch so einiges. Wie man sieht, kann ich das alles von hier aus steuern. Den rechten Touchpad kann ich aber auch nochmal, den rechten Display kann ich aber auch nochmal mit dem Touchpad hier steuern. Was für mich anfangs komisch war, deswegen sieht man hier vielleicht auch noch so ein paar Fettflecken auf dem Display. Ich dachte erstmal, es wäre Touch, aber es ist nicht Touch. Also der Touch ist hier unten. Das schont auch nochmal so ein bisschen
die Sauberkeit des Displays. Es ist für den einen toll, für den anderen vielleicht nicht. Manche mögen das, wenn man ein Touch-Display hat. Andere wiederum finden es blöd, weil man dann eben diese ganzen Fingerabdrücke da drauf hat. Also man kann wirklich alles ganz easy von hier bedienen. Man kann hier auch, wie bei anderen Fahrzeugen bekannt, auch einfach die Buchstaben hier drauf schreiben. Und ja, das Auto erkennt auch krakelige Schrift. Meine Schrift hat es auch erkannt. Was gibt es noch zu sagen? Ja, wir haben jetzt den Edition One, der wie man sieht, auch hier alles, das ganze Cockpit mit Leder bezogen hat. Auf jeden Fall sind dann viele Teile auch nochmal zusätzlich in schwarz und wir haben 20 Zoll große schwarze Felgen auch noch zusätzlich drauf. Also optisch schon mal sehr gut. Was man jetzt von da hinten natürlich nicht erkennen kann, aber ich blende es ein, ist hier diese schöne AMG-Prägung in den Kopfstützen. Wir haben auch hier noch zusätzlich alles in Carbon verkleidet. Auch sehr schön, kann man natürlich auch noch anders haben. Wer jetzt irgendwie das in schwarz haben möchte oder so, kann es natürlich konfigurieren. Kommen wir zur nächsten Frage, die ihr mir gestellt habt, und zwar der Preis. Wir haben ja einmal die normale Version vom E63, der mit den 571 PS, der startet bei ca. 110.000 Euro im Grundpreis. Dann haben wir den E63S, der bei ca. 122.000 startet im Grundpreis. Und dann haben wir zusätzlich nochmal den Edition One, der bei ca. 137.000 Euro im Grundpreis startet. Also der E63S halt eben dann mit den 612 PS und der normale E63 mit den 571 PS. Da kommen wir ganz schön durcheinander hier mit den Zahlen. Der Wagen jetzt allerdings hier, genau dieser, in dem ich drin sitze, der kostet jetzt, ich habe natürlich alles parat hier, Kaufpreis 149.890 Euro. Aber wir haben ja auch noch eine Capristo-Abgasanlage drunter. Wir haben, glaube ich, Vollausstattung, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja jetzt auch, wie gesagt, nicht der Grundpreis. Die Wagen fangen im Grundpreis an. Wenn man dann aber noch ein bisschen schicke Ausstattung haben möchte und so weiter, dann ist man auch mal ganz schnell drüber. Das Auto hat Platz. Das ist alltagstauglich. Es ist verdammt schnell. Es ist verdammt laut. Es macht verdammt viel Spaß. Aber es ist eben auch verdammt teuer. So, meine Lieben, und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, und zwar dem Soundcheck. Ich starte jetzt direkt mal im Sport Plus Modus, natürlich mit offener Klappe. Let's go. Ui, 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 ui. Ich habe euch ja erzählt, der Wagen hat eine Capristo Abgasanlage. Das ist also nochmal jetzt lauter als bei der Serienabgasanlage. Auto, was auffallen kann. Scharfes Teil. Ist auf jeden Fall schön angenehm, hier neben zu stehen, wenn es so kalt draußen ist, weil der Wagen ist noch schön warm. Der E63 ist serienmäßig mit dem V-Matic ausgestattet, das heißt mit dem Allradantrieb. Interessant ist aber, dass wir jetzt hier einen Driftmodus haben. Der funktioniert in dem Fall so, dass wir in den Race-Mode schalten und das ESP ausschalten. Und dann ist der Driftmodus aktiviert und dann fahren wir nur noch mit der Hinterachse. Das Ganze klingt lustig, kann auch lustig sein. Ich würde es aber auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Da sind wir auch wieder beim Thema Alltagstauglichkeit. Der Allrad ist natürlich super für, ich sag mal, auch ein bisschen Berg- und Talfahrt und auch eben, wenn es auch mal schneit. Da könnt ihr auf jeden Fall unglaublich viel Spaß mit dem Auto haben. Und ich versuche jetzt auch noch eine Runde Spaß mit dem Auto zu haben, oder? Stell dich bitte hinter die Leitplanke, ja? Nur zur Sicherheit. Ja, super. Ja, viel Glück. Ja, danke. Viel Glück mit allem. Ja, dann probiere ich mich mal hier im Driften. Leute, ich bin aber kein Driftkönig. Und Lenkrad, ein bisschen zu mir stellen. Ich bin kein Driftkönig, erwartet nicht so viel. Aber ich wollte ja auch eigentlich nur mal ausprobieren, wie dieser Unterschied ist, wenn man eben das ESP ausschaltet. So, ich bin schon im Race-Modus drin und jetzt schalte ich das ESP aus. Handling Mode. Ah, okay. Ich drücke jetzt hier auf das ESP und dann steht auch hier schon Sport Handling Mode, also Drift-Modus in dem Fall. Dann probieren wir das Ganze mal. Wow, wow, wow. Okay, der geht schon direkt los hier. Geht schon direkt los.
Woo! Geil! Krass! Der macht Spaß, Leute. Einsteigen bitte, Monsieur. Jetzt machen wir aber mal hier wieder einen vernünftigen Modus an, damit ich auch gleich wieder vernünftig weiterfahren kann. Ich hab's drauf. Ja, Ja, nehmen wir das. nehmen wir das. Kein Bock hier irgendwas zu beschädigen. Driftmodus macht Spaß, lässt sich wirklich super leicht driften. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es im Winter noch mehr Spaß macht, bei Schnee dann vor allem. Sollen wir nicht noch den Launch Control ausprobieren? Ja, das müssen wir jetzt auch noch gucken, wie wir das machen. Oder willst du nicht? Doch. Immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung denken. Von 0 auf 100 reicht aber mega. Das Auto macht wirklich Spaß, wirklich. Mein Herz rast, Leute. Das war übrigens gerade meine erste Launch Control. Ihr wart jetzt live dabei. Jetzt muss ich meinen Kameramann wieder abholen. Ich glaube, ich gebe das Auto einfach nicht mehr her, oder? Kann doch meinen GTI behalten. Ja, genau. Micha, ich lasse dir den GTI stehen. Ich würde sagen, der E63S bleibt jetzt bei mir. Wäre doch ein fairer Tausch, würde ich sagen. Den kriegt er dann nur wieder, wenn er uns den Concept One gibt. Nee, Project One. Concept One ist ja der Rimac. Boah, ich werf das immer durcheinander. Ja, ich auch. Okay, Leute. Launch Control ausprobiert, Drift Mode ausprobiert. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, demnächst dürft ihr mir natürlich auch immer wieder gerne Fragen stellen. Wenn ich wieder Autos zum Testen habe, werde ich euch auch immer vorher nach eurer Meinung fragen. Und ihr dürft mir wieder Fragen zum Auto stellen. Ich werde euch auch, soweit es geht, die Fragen alle beantworten. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, und ich hoffe, das hat es nach dieser ganzen Action hier, dann lasst einen Daumen nach oben da und